Die Fräse ist ein super Gerät, der geht halt nicht sehr tief, aber Ja, das hier sind die Kartoffeln, die von letzten Jahr übrig geblieben sind. Ihr wisst, wir haben letztes Jahr ja auch selbst Kartoffeln angebaut gehabt. Das ist jetzt übrig, das sieht auch schon gut aus. Das kann also wieder in die Erde und so wiederholt sich einfach der Kreislauf. Jedes Jahr bleibt ein bisschen was über, die kleinen, die man dann doch nicht verkochen will, weil es zu klein sind. Und die pflanzt man im Frühjahr einfach wieder ein. Dieses Mal nehmen wir euch mit. Also, auf zum Acker. Blindschleich. Ja. Die Fräse ist ein super Gerät, der geht halt nicht sehr tief, aber Auf dem wird nichts. Im Schweiße deines Angesichts, oder? Ungefähr die Hälfte haben wir schon hinter uns, obwohl das Feld ein bisschen breiter wird, werden dafür aber die Reihen ein bisschen kürzer. Da. Ja, wir sind heute nicht alleine da. Wir sind gemeinsam mit meinen Schwiegereltern da. Und zu viert geht das natürlich ganz flott. Hallo, Was gibt's da zu ein sehen? Melodie-Saatkartoffel haben wir. Ah, das heißt Melodie. Ganz genau, ist eine mehlige Sorte. Das habe ich am Marktplatz gekauft, damit wir zwei verschiedene Sorten haben. Und ist eine mehlige Sorte. Und jetzt gehen wir mal zum Sigmund. Hallo Sigmund. hallo Leni. Und wie oft hast du das schon gemacht in deinem Leben? Naja, das haben wir jährlich gemacht, als ich noch ein kleiner Junge war und große Junge. Und dann habe ich mal ausgelassen, 10, 15 Jahre. Und jetzt haben wir wieder begonnen. Das heißt, du bringst schon einige Erfahrungswerte mit dir mit. Ein bisschen schon, ja. Und ich esse natürlich Kartoffeln in jeder Form, außer roh, gell? Ja. Mir schmeckt es 3-mal am Tag. Es ist dein Lieblingsessen. Ja, das ist meine Lieblingsgemüse. Aber es soll mehlig sein und jetzt haben wir so eine Sorte gewählt. Gell? Richtig schön mehlig. Es schmeckt ausgezeichnet. Was ist dein Tipp für Anfänger, die jetzt sagen, hey, ich möchte jetzt auch Kartoffeln anbauen? Ja, für alle, die ein Grundstück haben, können schon anfangen. Und die noch keinen haben,
kann man auch kreativ sein, gell? Kann man auch in einen Kübel oder in einen Sack oder auf dem Balkon vor dem Haus, hinter dem Haus. Der muss nicht unbedingt der sonnige Platz haben, kann auch in Halbschatten gut gedeihen. Gell? Und ich merke, manche bauen jedes Jahr auf demselben Ort an, wird es auch. Also Kartoffel ist nicht so hoch anspruchsvoll. Gell? Wir sind fertig geworden. Hier, diese Ecke ist frei geblieben. Da kommen vielleicht noch Käferbohnen, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben also 1500 Quadratmeter mit 150 Kilo Kartoffeln bepflanzt. Ich denke, das sollte reichen, auch wieder bis nächstes Jahr, damit wir dann nächstes Jahr wiederum aussehen können. Papa. So, das ist richtig gut. Den müssen wir erst abschneiden. Unten auch, weil oben. Okay. Manchmal muss man das Werkzeug erst wieder fit machen. Dieser Hammer ist uralt und entsprechend hat er kein Profil mehr und deshalb rutscht er ständig von den Nägeln. Hier wird provisorisch ein bisschen ein Profil drauf geschliffen. Hoffentlich können wir jetzt besser mit ihm Nägel treiben. Das hier sind übrigens alles Reste von unserem Dachstuhl. 5/8er Konterlattung, Ziegellatten und das ist die Vollschalung. Auf den Paletten waren übrigens unsere Ziegelmaterialien und sonstige Baumaterialien angeliefert. Das sind aber Einwegpaletten. Mit dem IBC-Container haben wir schon betoniert. Und alles, was zu klein war, um es verwerten zu können, haben wir schon zusammengeschnitten. Und das ist da hinten in den Körben Brennholz für den nächsten Winter. Alles wird bei uns, soweit es möglich ist, verwertet. Ich bin mal wieder draußen am Werken. Dieses Mal wird die Regenrinne auch hoffentlich tatsächlich fertig. Dafür habe ich den Sammler schon aufgesetzt. Es sind halt viele kleine Arbeiten, die hier rund ums Haus und im Haus noch gemacht werden müssen. Und es ist Zeit, sie eine nach der anderen abzuarbeiten. Ja, ich muss natürlich nochmal erwähnen, ich bin kein Spengler. Ich mache das halt einfach
ungefähr, wie ihr glaubt, das gehört. Gell? So, jetzt ist halt so, das hier muss ins Rohr hinein und die haben aber die gleichen Dimensionen. Es gibt jetzt Rohre, die untenrum gekröpft sind. Und diese Art von Kröpfung, die was ich ja auch hier schon ungefähr gemacht habe, händisch, gehört jetzt hier auch drauf. Das probiere ich jetzt also, weil dann können wir diesen Bogen einsetzen. Hier ist der Sammelbehälter und hier ist der Ablauf. Schauen wir mal, dass wir das halbwegs hingebogen bekommen. Schön ist natürlich was anderes, gell? Aber es muss einfach dem Zweck dienen. Das schaut also jetzt so aus bei uns. Ja, wie gesagt, Hauptsache es funktioniert und das sieht schon gut aus. Das werde ich so wahrscheinlich eingesetzt bekommen. Also probieren wir das jetzt einmal beim echten Ablauf bzw. beim Fallrohr. Ja, ihr seht schon, bzw. ihr hört es regnet mal wieder. Ich bin natürlich mal wieder zu spät dran mit meinen Projekten, aber es ist halt nun mal so. Wie immer halt, gell? Wer Haus baut, der wird das schon kennen, dass man fast immer zu spät dran ist mit den Projekten. Aber wir schaffen das schon. Das schaut ja gar nicht so blöd aus. Das Loch haben wir ungefähr hier markiert, also machen wir es auch da. Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das eine schlaue Idee ist. Wahrscheinlich werde ich ziemlich bald ziemlich nass. Aber die Maschine wird es hoffentlich aushalten. Vielleicht ist das wirklich nicht die schlaueste Idee. Wir bürdeln also die Kante um, damit hier wirklich auch das Wasser rauskommt und dann nicht hier unten nach hinten oder nach vorne verläuft. Diese Bördelkante verhindert jetzt eben, dass das Wasser hier oder hier rausläuft aus dem Sammelbehälter. Es bildet nämlich tatsächlich eine Tropfkante. Ja, sehr schön. Dieses Projekt ist abgeschlossen, es geht also weiter im Technikraum. Ja, es geht los mit der Küche. Endlich, wie ihr seht, gibt es einige fehlende Elemente, Fronten, die noch eingebaut werden müssen, die Leisten. Das alles ist noch nicht fix. Der Jürgen ist auch wieder da und unterstützt uns. Das ist mega cool. Das heißt, wir starten jetzt. Verladung 30. Ja, um euch nochmal im Kontext abzuholen, diese Küche, die wir da hinten haben, das ist eine Ausstellungsküche gewesen. Da fehlen einige Fronten, die wir nachkaufen mussten. Die wurden jetzt gerade ausgepackt. Ja, die Frage ist natürlich, ob das funktioniert, was wir uns da vorgestellt haben. Wir sind gerade dabei, hier die Sockelblenden zu installieren. Und jetzt sind wir aber drauf gekommen, dass die Möbel nach wie vor zu hoch sind. Um mindestens einen guten Zentimeter. Und mit einem Zentimeter niedrigeren Möbel können wir aber auf alle Fälle leben, auch bei der Arbeitsfläche. Es geht nämlich darum, dass wir hier die Sockelleisten auch wirklich mit der Halterung festklemmen können. Die müsste also hier unten sein. Die Frage ist halt, ob wir unterkante Möbel nehmen oder Kante von Kunststofffuß. Eigentlich wäre sicher eine unterkante Möbel, aber dann musst du überall die Kasteln aufmachen. Wie stehen die Möbel? Ach so. Na warte, dort, wo der Laser ziemlich hübsch dort ist, probiert das einmal, Jürgen. Das passt ja nicht.
greift so, dass fix ist auch nicht rausfällt. Ja. Okay. Entweder auf die Unterkante oder auf die erste da. Ja, das wäre halt, sind wahrscheinlich so 5 mm dann. Ja. Wäre aber halt leicht zum Sehen als auf die Genau, ist ein bisschen genauer. Ja. Dann gehen wir Weil- da. Oder auf die Kante. Nein, Ja. das ist schräg. Ja, Wäre die da, ja. genau. Da hinten auch. Wir haben angefangen, die Küche zu zerlegen und da ist mir wieder einiges eingefallen, was ich ja vergessen hatte. Wir haben hier hinten nämlich noch 2 Lichtkreiskabel auch drin. Die sind dafür zuständig, dass wir hier in der Küchenzeile sowohl Wohnzimmerlicht auf und abdrehen können, als auch Küchenlicht auf und abdrehen können. Aktuell können wir es ja nur dort aus der Ecke im Eingangsbereich. Ja, nur die Kabel sind halt da. Die Kabel gehören jetzt durch die Küchenzeile, durch die Installationsebene hinüber verlegt. Dafür habe ich jetzt so eine Dose. Und hier in diese Dose sollen jetzt die Kabel verlegt werden, 2-mal. Das Ganze schrauben wir hier hinten an und können dann jederzeit von hier die Kabel rausziehen und dann hier unsere Schalter installieren. Oh, Gabriels Albtraum ist wahr geworden. Ja, leider wie immer. Wir müssen nochmal 2 Drähte nachziehen für die Lichtkreise. L3. Super. Ihr seht, hier sieht es wundervoll aus. Wir haben die ganze Küche fast wieder zerlegt. Ja, wie gesagt, die Küche hatten wir damals nur provisorisch hingestellt. Hauptsache, dass wir kochen konnten und dass soweit alles funktioniert. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um die Küche wirklich abzuschließen und fertig zu machen. Und dementsprechend müssen da noch einige Dinge nachjustiert werden, nachgearbeitet werden. Aber das kriegen wir auch hin, hoffentlich. Ist gerade im Moment vielleicht etwas viel und nervig. Aber wenn es nicht getan wird, dann wird es nie fertig sein. Und wir wollen es ja fertig haben. Oder das Leerrohr. Wir haben es nicht durchfahren können. Küche L4. Passt. Das heißt, da müssen wir einmal nachziehen. Und dann haben wir. Achso, das schwarze Kabelfeld. Genau. Also ich habe nur die Steuerleitungen gezogen und habe überall Eine Nudelleiter, oder? Feld. die Phase. Die Phase habe ich vergessen und habe überall nur Steuerleitungen gezogen. Ist die Phase die Nullleiter, oder? Nein, Phase und Nullleiter. Brauchst du beides. Also. Ein bisschen noch, ich höre es schon. Du bist da schon? Ja, ja. Das ist schon. Ist schon da, passt. Ich will sehen. Siehst wir können zaubern. Jetzt schau ich zu, Steckst wie man einfach da das drüben. einlegt. Ja. Steckst einfach da drüben was rein und dann kommt es da raus. Ja, und irgendwie schlecht, fixieren, ne? Ja, weil es nur eins ist und recht viel Platz ist. Reicht das eigentlich so? Macht man das so? Ja. Dann ein bisschen Flutsche drauf. Gleitgel ist das. Das ist ein Gleitgel, genau, dass das schöner rennt. Warte kurz. Warte kurz, ich muss noch nachschmieren. Okay, geht. Der Kabelsalat da hinten lichtet sich schon langsam. Wir haben die Kabel da jetzt jeweils hier im Schacht verlegt und dann hier in eine Aufputzdose gesetzt. Hier ist die Aufschlüsselung für die Farben, weil ich natürlich nicht die gleichen Farben zusammengebracht habe. Dann wird später wahrscheinlich in diesem Bereich hier der Schalter sein für die 2 Lichtkreise. Somit ist die Elektrik einmal soweit abgeschlossen. Wir werden die Küche schon langsam wieder zusammenstückeln und dann auch anfangen, sie zu nivellieren auf das neue Niveau, was wir gerade vorher herausgefunden haben, wo wir hin müssen. Essen ist fertig, also Mahlzeit. So.
So, wir haben gut gespeist und es geht weiter in der Küche. Hier wird gerade die Küche nivelliert. Wir sind gerade dabei, die Küche auf Niveau einzurichten und jetzt sind wir drauf gekommen, dass diese Sockelleisten sehr kurz geschnitten sind, weil die Küche bei der Ausstellung wahrscheinlich tiefer installiert war. Das ist natürlich alles nicht so einfach bei uns, weil wir hier in der Küchenzeile den Abfluss drin haben und der ist fix montiert und der hat eine fixe Stellung in der Wand. Wenn wir jetzt mit der Küche wirklich auf das Maß der Sockelleiste runterrutschen, hätte unser Abfluss wahrscheinlich kein Gefälle mehr und wird damit auch nicht mehr funktionieren. Man braucht ja ungefähr 1,5 Zentimeter pro Meter und wir haben hier 1,20 Meter in die Richtung und ungefähr 1 Meter in die Richtung. Ja, schwierig. Wir probieren es und ich hätte jetzt einmal gesagt, wir machen es davon abhängig, dass unser Abfluss noch genug Gefälle hat und dann hören wir auf. Das könnte natürlich zur Folge haben, dass wir hier dennoch noch einen kleinen Spalt haben, was man aus der Nähe nicht sieht. Das sieht man nur, wenn man weit genug weg und hoch genug ist. Weiß ich aber noch nicht, wie wir das machen sollen. Wir gehen einmal so tief, dass der Abwasserabfluss noch funktioniert und dann schauen wir es uns nochmal an. Wir sind fast fertig mit der Nivellierung und da sind wir jetzt drauf gekommen, dass es doch recht viel Arbeit ist, das ständig auseinander und wieder zusammenzubauen. Wir wollen die Küche nur mehr einmal zusammenbauen. Deshalb müssen wir hier aber natürlich wieder zerlegen und gleich den Schalter montieren. Also, lass uns bohren. Boah, ich hatte ein bisschen Angst, dass das falsch ist und dann ist das alles kaputt. Gabriel, So. bist du dir sicher? Oder zerstörst du Markiert jetzt habe unsere ich. Küche? Markiert habe ich, die Frage ist, ob ich es richtig markiert. Gut aus. Ja. Kannst du mal ausdrucken? Also, jetzt setzen wir den Schalter ein, den wir ja so mühselig hier reingefummelt haben. Ja, Blenden habe ich leider keine mehr. Den Schalter habe ich auch woanders mir ausgeborgt, nur damit wir hier fertig werden. Und verkabelt ist das Ganze in der Verteilerdose auch noch nicht, aber hier in der Küchenzeile ist es fertig verkabelt. Sobald wir in der Verteilerdose die Vagoklemmen entsprechend umklemmen, könnten wir auch von hier schon das Küchenlicht aufdrehen, abdrehen und das Wohnzimmerlicht auf- und abdrehen. Das war's also für heute. Wir machen in 2 Tagen weiter. Der Jürgen, bist du auch motiviert? Ja, super. Also Jürgen, danke auch für deine Hilfe und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video.